2 Jahre ist es jetzt her, dass zum letzten Mal der Scooterist Meltdown stattfand. Und der war ja bei allen sehr beliebt. Leider konnte es ihn nicht mehr geben, also haben alle ganz heiß auf den Nachfolger gewartet, nämlich Mademoiselle. Das Mademoiselle Scooter Run 2026, das findet endlich statt und genau da sind wir. Und was wir da so erlebt haben und wie das Ganze ausschaut, das seht ihr jetzt. Und hier, die Halle, in der wir jetzt sind, das ist die Halle, in der die Händler ausgestellt haben. Also alles Mögliche an Händlern. Natürlich als allererstes unser eigener SIP-Stand. Hier ist auch einiges los, weil wir da so eine Fotobox aufgebaut haben und natürlich noch einige andere Highlights. Und ich nehme euch aber mit auf eine kleine Runde hier durch diese Halle. Hier zum Beispiel ist der Stand von der Rollerzentrale, eine Münchner Werkstatt, die früher auch Mailorder noch mehr gemacht haben. Die Älteren unter euch erinnern sich. Hier ist der Stand vom Scooter Center aus Köln. Die sind natürlich auch anwesend. Und hier werden so Stricksachen verkauft. Hier weiter hinten gibt es Klamotten und Musik. Hallo, ich bin der Robert von der Rollerstation und ich verkaufe hier alte, originale Teile. Da würde ich hier ein ganz seltenes Teil für eine Vespa mit Außenzügen, das ist so ein Haken, den man dran macht, habe ich noch nie gehabt in den ganzen Jahren und steht hier zum Verkauf. Hier sehen wir ein anderes Kamerateam. Die interviewen gerade einen alten Bekannten von uns, Dexter, der hat auch einen Stand. Wir haben hier als Neuheit unseren Supernova Motor. Das ist der Motor, der von unserer Pisten-Vespa kommt. Ausgiebig getestet in den letzten Jahren, erfolgreich getestet. Wir haben verschiedene Auspuffanlagen hier, Scheibenbremsen, die wir für Small Frame und Large Frame machen. Auch neu unsere Scheibenbremse für hinten im Original-Look, CNC gefräst. Hier sind unsere Freunde von Rimini Lambretta. Es ist 7 Uhr morgens und die haben Bier in der Hand, ne? Aber dafür sind die Roller schnell. We have some latest news of Casa Performance, Sledgehammer engine, mag flange, cylinder kit. And they are all listed on the website. The Twin 250 liquid-cooled engine. We're having fun here. Compared to Kalkar, we can say that it's still a good weekend. We keep going because we still got one night to do. So, more party. Hier ist Nisa. Nisa Sitzbänke kriegt ihr auch bei uns. Das ist übrigens Enrico und Christian von Nisa. Und die haben noch einen ganz interessanten Roller mitgebracht, den Christian extra für diese Veranstaltung gebaut hat bei Cupini. Und zwar ist das ein Roller, wo der Rahmen aus einem Gitterrohrrahmen besteht. Und draußen hat er GFK-Verkleidung. Also hier ist dieser ganze Rahmen nicht wie original aus gepresstem Blech. Und das hat Chris in Rekordzeit jetzt mal eben für die Ausstellung hier gebaut. Sehr interessantes Konzept. KR Automation, auch Teile, die ihr bei uns im Shop kriegt. Und hier JB Tuning, ja, ein Rennstall eher aus England. Hier ist Nagy Blechroller, da haben wir euch erst letzte Woche den Rennroller von Andreas gezeigt. Der steht da hinten, vor 2 Wochen noch in Verona, jetzt steht er hier, genau wie wir. Hier ist erstmal ein sehr interessanter Stand mit Custom-Roller, mit wirklich tollen Lackierungen. Also der Roller, oder beide Roller einfach, sind sehr aufwendig gemacht und gefallen mir auch wirklich von der handwerklichen Ausführung dieser Lackierung unglaublich gut. Dann haben wir auf der anderen Seite Swiss Tony und bei ihm kriegt man auch alles Mögliche an Lambretta-Teilen. Das ist übrigens Dean Orton. Ich verstehe ihn nicht, weil er spricht kein Deutsch. Okay. Listen, they called you a fat. My name's Dean and this is Marie. Yeah, Swiss Tonys. We've come here today to the event to showcase the products. There's about 5,000 products and that's the reason we're here. I released this book here. It's called A Life in Lambretta.
that are proud father moment. Right, this is for all the Netflix fans out there. Everybody thinks it's massively tuned. It's not. I just wanted to show people what can be done. A lot of bodywork modifications. Good for 70 miles an hour, 110 kilometers. It's my little baby. Let's face it, Marika and Marcus have really knocked it out of the park. It's just everything about it is good. Das hier ist der Außenbereich vom Event. Hier konnte man den ganzen Tag sitzen, etwas essen, etwas trinken. Und das Beste ist, die Sonne ist auch noch rausgekommen und alle hatten einen wirklich schönen Tag. Hier sind wir jetzt in dem Raum, in dem die Custom Show stattfindet. Und Markus und Mareike haben wieder sehr viele schöne Roller aus Deutschland und aus England zusammenbekommen. Und welche meine Favoriten sind, das zeige ich kurz. Das hier ist ein Roller, der vom Rimini Lambretta Center gebaut wurde, im Stil der 60er Jahre. Und der ist wirklich wahnsinnig gut ausgeführt. Also jedes Detail ist unglaublich sauber und schön gearbeitet. Ich glaube, das ist ein ganz großer Favorit für die Custom Show später. Jetzt stehen wir vor einer Lambretta, die erstmal relativ schlicht ist, aber ich finde die sehr schön. Die ist gut ausgeführt, hat eine schöne Formsprache und ein paar sehr nette Details. Ich kann mir gut vorstellen, dass die nachher auch einen Preis gewinnt. Hier stehen wir vor einem alten Bekannten, nämlich vor der Mazda Lambretta von Dave. Und ich bin mir relativ sicher, dass der auch bei dieser Custom Show wieder ganz groß absahen wird. Ich glaube, das ist hier der absolute Top-Favorit, genau wie in Verona, genau wie bei uns und auf vielen anderen Custom Shows. Das ist einfach ein geiler Roller und der kriegt mir heute den Preis. Gehe ich jede Wette ein. Für unsere eigene Lambretta drücken wir natürlich auch die Daumen. Allerdings muss man sagen, da es ein SIP-Roller ist, ist er außerhalb der Konkurrenz. Und es ist ja auch eher ein Demonstrator als ein reiner Custom-Roller. Er soll auch gefahren werden und er wird auch gefahren. Trotzdem haben wir sehr viel positive Resonanz bekommen und das freut uns natürlich. I really love the style of the DL. Well, I just love the GP DL style. It's, for me, the best style Lambretta there is. We know this has got an extremely nice engine package with the BFA engine on it. It's the dream come true. Yeah, I love it. Von hier oben habe ich den besten Überblick über die komplette Custom Show. Und jetzt ist es auch soweit, die Siegerehrung kann beginnen. Jetzt habe ich den großen Cheforganisator vom Mademoiselle Spectacular hier neben mir stehen, nämlich Markus. Markus kennen wir schon vom Meltdown, da haben wir ihn schon interviewt. Markus, wie war für dich das Wochenende? Super.
Also nach dem Meltdown haben wir uns gedacht, so, wie sollen wir das toppen? Und ja, und das Stichwort ist, es ist etwas familiärer. Also wir sind hier zusammengerückt und das ganze Ding ist ein bisschen gemütlicher geworden. Und ein Wort war entspannt. Alle waren hier mega entspannt, hatten ihren Spaß und es war einfach ein richtig schönes Wochenende, fand ich. Und was mir übrigens auch wieder aufgefallen ist, ihr hattet wieder eine sehr geile Crew. Ja, die waren Dankeschön. immer nett, haben sich um alles gekümmert. Immer wenn man eine Frage hatte, waren die bereit und sowas. Also wirklich die Crew, die da wieder am Start war, hat Spaß gemacht. Bist du mit der neuen Location zufrieden? Sehr. Ist alles irgendwie einen Ticken besser, das Essen ist besser, der Service ist super, Leute sind super freundlich. Dann haben wir hier das übliche Programm gehabt mit Custom Show, Händlerausstellung und Partys. Wir hatten viel Partys. Ja. Also wir haben einmal, sagen wir mal, traditionelle Rollerfahrermusik. Eine Band hattest du auch noch? Ja, genau. Wir hatten hieß hier, die Band? das waren die Backyard Band, Jungs aus Köln und sind sehr gut angekommen. Also dreimal Party am Abend okay. und dann nochmal Party, zweimal Party am Tag. Hört sich anstrengend an, aber sehr schön. Kontenance, Motherfucker. Danke, Markus. Und ihr, wenn es euch gefallen hat, Bimmel drücken nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich glaube, ab hier machen wir einen Outtake. Bin ich zu nah am Mikro? Hab ich zu nah? Geil, das ist der eine Moment, wo ich was anmoderiere und ich keine Zigarette in der Hand habe. Nein, wir reden jetzt noch nicht. Du hast das rote Knöpfchen schon gedrückt, verdammt nochmal. Cut. Der Stand ist im Hintergrund zu sehen. Irgendwer hat mir irgendwie gesagt, dass es heute Abend eine tolle Party geben soll. Das will ich mir natürlich nicht nehmen lassen und werde da auf jeden Fall vorbeischauen. Das Mikro ist an und keiner merkt, dass das Mikro an ist. Ulf, hast du irgendwie, wie gefällt's dir hier eigentlich? Du bist ja extra hier angereist in der Hoffnung, dass du ein paar nette Leute kennengelernt hast und der Einzige, der dir im Weg läuft, bin ich. Und wie versuchst du das deinem Psychiater jetzt irgendwie klarzumachen? Scheiße, ich hab mir das so schön vorgestellt, das Wochenende, und Nico war da und dann habe ich gedacht, wir packen einfach alles wieder zusammen. Das ist so totaler Rotz. Ich suche einfach noch die angenehme Begleitung und angenehme Gesellschaft von hübschen Damen und dann klappt das eigentlich ganz gut, dich zu kompensieren. Tatsächlich. So, jetzt bin ich im Modus. Ihr Bären, jetzt gibt's Content. Philipp vom Scooter Center. Philipp, das tut mir recht herzlich leid. Das Mikrofon ist aber an. Ich habe schon mit deinem Chef gesprochen. Ich habe mir sagen lassen, dass über der Tanzfläche irgendwie so ein VIP-Bereich. Also VIP-Bereich ist es nicht. Einfach die Kameras so tun, als wäre das ein VIP-Bereich. Ja, ist ein VIP-Bereich. Ist nur für geladene Gäste. Rollerhändler. Okay, da können das wir Schlimme ist, da gibt es kein Bier, nur Cocktails. Und das ist mir gestern zum Verhängnis geworden. Wenigstens meine Stimme wieder da. Cocktail, er hat Cocktail gesagt. Ich geh mal weiter. 150 mm Ansaugweg. Biologischer Fußabdruck. Passt du überhaupt noch auf, Kameramann? Stinksauer. Göller, danke für deine Nichtpräsenz. Nee, das ist alles intern, ja. Herr Engelfried! Ich muss einen scheiß Schemel irgendwie hinstellen, damit bin ich Alina Merkel vom Frühstücksfernsehen? Einem Italiener und einem Deutschen, also abgesehen von der Körpergröße. Matzinger, genau, das ist nämlich das Thema. Ich war heute mal mit meinem 1,68 Meter auf der Toilette und die Tatsache... Schüssel war einfach hier. Ja, kann ich verstehen. Haben wir das drin? Kann man das nicht nehmen? Kasten. Okay.